und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Wie ihr seht, bin ich gerade beim Ausmustern der Farben. Das ist immer der Anfang, bevor ich anfangen kann zu weben. Aber was bedeutet Ausmustern der Farben? Wie kriege ich meine Garnpuschel, die ich zum Weben brauche, so hin, dass sie die Farben haben, die ich für den Entwurf brauche? Dazu zeige ich euch das erstmal an Acrylfarben. Aus der Schule kennt ihr vielleicht den Farbkreis. Das ist eigentlich ganz einfach, ich verkürze das mal ein bisschen. Es gibt 3 Grundfarben. Das ist einmal das Gelb, einmal ein Rot, das kennt man von Drucker, da ist es Magenta. Und einmal das Blau, beim Drucker das Cyan. Diese 3 Farben kann man aus nichts mischen. Das sind die Grundfarben, die existieren eben einfach als die reinen Farben. Alle anderen Farben werden aus diesen 3 Farben gemischt. Nehme ich jetzt zum Beispiel etwas Gelb und mische da ein bisschen von dem Rot mit rein, dann wird das ein Orange, in dem Fall ein bisschen, ist da noch zu wenig Gelb mit drin. Dann ist die Mischung aus diesem Rot und dem Gelb ein Orange. Natürlich gibt es da ganz viele Abstufungen. Wenn ich dann noch mehr Gelb reinmache, hier so rum, wird das natürlich ein helleres Orange. Mache ich mehr Rot dazu, wird es ein dunkleres. Also dazwischen, zwischen diesen beiden Farben gibt es natürlich eine ganz große Abstufung. Aus Blau und Gelb wird ein Grün. Und da ist es auch so, je mehr Blau, desto dunkler wird das Grün, je mehr Gelb, desto heller wird das Grün. Aus Blau und dem Rot wird ein Violett. Je mehr Rot, desto mehr tendiert es ins Lila. Und je mehr Blau, desto mehr wird es ein dunkleres Violett. Das sind so die reinen Farben, die man aus den Grundfarben mischen kann. Aber da kommen jetzt noch Weiß und Schwarz ins Spiel. Erstaunlicherweise ist die Mischung aus Blau, Rot und Gelb, wenn man alle 3 zusammen mischt, entsteht ein Schwarz. Das mache ich jetzt nicht, weil das ist ein bisschen schwierig, das genau hinzukriegen, dass man wirklich das Schwarz trifft. Aber man merkt sich einfach, dass aus allen 3 Farben das Schwarz entsteht. Nehme ich jetzt dieses Schwarz und mische da Blau dazu, wird das Blau immer dunkler. Jetzt ist leider mein Pinsel nicht ganz sauber gewesen, aber es entsteht dann ein Dunkelblau. Genauso ist es natürlich bei dem Rot. Mische ich da Schwarz dazu, wird es immer ein dunkleres Rot. Beim Gelb wird es eher ein schmutziges Gelb, weil ein dunkles Gelb gibt es in der Form eigentlich nicht. Wenn ich jetzt ein Weiß dazu mische, ist es eigentlich auch ganz logisch, was dann passiert. Ein Blau und ein Weiß gibt natürlich ein helles Blau. Ein Gelb und ein Weiß gibt ein helles Gelb. Ein Rot und ein Weiß gibt ein Rosa. Wie entstehen jetzt die Farben,
die dazwischen sind. Wie entsteht ein Braun oder ein Grau? Grau ist ganz einfach. Alle drei Farben zusammen ergeben Schwarz. Wenn ich da jetzt noch ein Weiß dazu mische, gibt es Grau. Und je mehr Weiß, desto heller Grau. Je mehr Schwarz, desto dunkler Grau. Braun entsteht immer, wenn alle drei Farben beteiligt sind. Dazu habe ich ein Orange. Ich nehme hier wieder Gelb und ein Rot und mache darauf ein Orange. Ja, es ist ein, Moment, hier ein Orange. Wenn ich da jetzt ein bisschen Blau dazu tue, was ja nicht in diesem Orange drin ist normalerweise, dann wird das immer mehr in Richtung Braun. Also jetzt erstmal so ein Rost, so eine Rostfarbe. Wenn ich noch ein bisschen mehr Blau dazu tue. Geht es immer mehr in Richtung Braun. Und da geht es natürlich auch so weiter. Wenn ich da jetzt wieder Weiß reinmische, dann wird das ein helleres Braun oder so ein Ocker. Wenn ich ein Schwarz reinmische, dann wird es immer dunkler. So ein ganz dunkles Braun. Was passiert, wenn ich zu Grün, das hier aus Blau und Gelb entsteht, ein bisschen Rot mische? Das probieren wir aus. Blau, Gelb, dann Grün. Und jetzt nehme ich dann nur so ein bisschen Rot dazu. Dann wird das erstaunlicherweise auch so Richtung bräunlich. Erstmal so ein bisschen olivgrün und mit der Zeit auch immer mehr braun. Nämlich ein Violett, also blau und rot. Und da mische ich ein kleines bisschen Gelb dazu. Dann wird es auch so was Bräunliches, was aber mehr in Richtung, ja, wie soll man das nennen? So eher ein schmutziges Violett. Also das sind dann diese äußeren Farben, das sind die, wo die Reinheit nicht mehr so ganz ist. Es gibt mehr so diese braunen, grauen, ocker, olivgrünen Töne. Und auch bei denen ist es dann natürlich so, wenn ich jetzt Weiß dazu mische, wird es heller, mit Schwarz dazu wird es dunkler. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren und einfach mal gucken, was passiert, wenn ihr die Farben mischt. Zurück zu den Garnen. Funktioniert das jetzt da genauso? Wenn ich dieses Grün mischen will, muss ich dann einfach Gelb und Blau zusammenmischen. Wir probieren das mal. Funktioniert nicht wirklich, sieht nicht wirklich aus wie ein Grün. Ist ja auch klar, die Garne, die mischen sich nicht so wie Acrylfarben. Wie gehe ich also daran? Was mache ich? Ich mache da Folgendes. Ich suche mir Grün, die möglichst nah an dem Ton sind, den ich haben möchte. Also ich benutze schon gemischte Farben. Mein Garnlager ist relativ groß. Ich habe ziemlich viel gemischte Farben, aber natürlich nicht so viele, dass ich alle Töne automatisch schon treffe. Deswegen muss ich sie auch weiter mischen. Dabei gehe ich folgendermaßen vor. Ich habe hier ein Grün und überlege mir dann,
Es ist nicht die gleiche Farbe. Was ist nicht richtig? Ich muss ein bisschen mehr in Richtung bläulich und ein bisschen heller. Da könnte das hier ganz gut passen, das ist heller und das ist jetzt ein bisschen mehr in Richtung blau. Ich versuche mal, was passiert, wenn ich die zwei zusammen mische. Das kommt dem doch jetzt schon sehr viel näher. Diese Farbe würde ich jetzt ausprobieren zum Ausmustern. Also das heißt, ich würde das in ein kleines Kästchen weben und sehen, wie sich es beim Weben verhält. Weil da ist es immer noch ein bisschen anders als hier so auf meinem Finger. Aber das jetzt wäre jetzt schon mal eine Farbe, mit der ich ausprobieren würde, ob das gut klappt. Also ich suche mir immer eine Farbe, die möglichst nahe an der Farbe ist, die ich habe. Und dann muss ich überlegen, wie ist diese Farbe zusammengesetzt? Und wie ist diese Farbe zusammengesetzt, die ich habe? Fehlt da ein bisschen Rot, muss ich ein Blau suchen, das ein bisschen mehr ins Rot geht. Fehlt bei dem Orange, das ich habe, ein bisschen Braun, muss ich ein Orange suchen, das in Richtung Braun geht. Oder vielleicht sogar ein Braun dazu mischen. Aber der Unterschied darf nicht zu groß sein, weil es sonst so passiert wie bei dem Blau und dem Gelb, dass das zu weit auseinander ist und sich nicht mischt. Ich zeige euch das noch an ein paar Originalfarben von meinem neuen Bild. Diese Farbe hier soll es werden und ich gehe wieder gleich vor. Ich nehme Farben, Garne, die möglichst nah an der Farbe sind, die ich brauche. Und dann starte ich mit der Farbe, bei der ich denke, sie ist wirklich am nächsten dran und mische andere dazu. Damit ihr dann aber seht, dass das nicht einfach ist, manchmal sehr langwierig, lasse ich das mal für eine Farbe in der Originallänge drin. Das heißt in der Originallänge, bis ich den ersten Test machen kann und ein Puschel habe zum Weben. Das heißt noch nicht, dass das dann wirklich die Farbe ist, die es am Ende wird. Manchmal muss ich dann einfach nochmal mit einer anderen Farbe anfangen. Wenn ich merke, dass ich in einer Sackgasse gelandet bin und nicht dahin komme, wo ich möchte. Ich kann nicht unendlich Farben dazu mischen, weil ich auch in der Dicke limitiert bin. Also auch wenn ich durch Dazumischen die ideale Farbe kriegen würde, das Garn mir aber nachher zu dick ist, hilft mir das nichts. Ich muss die richtige Farbe in der richtigen Stärke erreichen. Und das ist manchmal ein ziemlich langer Weg. Habe ich genügend Puschels für die gesamte Webbreite gemischt, fange ich an zu weben. Jede Farbe bekommt ein kleines Kästchen. Und zwar wird natürlich genau in der Bindung gewebt, die ich später für meine Bilder verwende, in der Beiderwandbindung, damit ich sehe, wie die Farbe im Gewebe wirkt. Manchmal haut es auf Anhieb hin und dann bin ich total happy. Manche Farben sind sehr hartnäckig und schwierig, weil ich einfach nicht genau die richtigen Garne dafür habe. Und da mische ich manchmal sehr lange dran rum, bis ich zufrieden bin. Aber es ist sehr wichtig, weil natürlich ist die Farbe die Grundlage von allem.
Immer wenn ich mit einer Mischung dann zufrieden bin, klebe ich ein kleines Muster davon auf die Farbkarte an die richtige Stelle, damit ich immer nachvollziehen kann, welche Mischung zu welcher Zahl gehört. Und so wächst die Farbkarte nach und nach immer mehr und wird immer voller. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen darin, wie ich meine Farben mische. Ich mache da jetzt noch ein bisschen weiter, bis meine Farbkarte dann ganz voll ist. Ein paar Farben fehlen noch. Und das nächste Mal kann ich dann hoffentlich anfangen mit dem neuen Bild. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Video.